Ja, hallo, ich bin Sonja. Und Sebastian. Und ihr seid die Rockharz, also Teil der, muss ich ja fairerweise sagen, der Rockharz Wandergruppe. Ich war schon ganz begeistert heute Morgen, wie viele Leute hier dabei sind. Wie viel seid ihr denn momentan? Wir sind mit 14 gestartet und werden mit 13 ankommen. Einen Verlust hatten wir zwischendurch, ein Knieproblem. Wie lange macht ihr das denn schon? Also ins Leben gerufen wurde die Gruppe von jemandem, der mal das erste Rockharz mitorganisiert hatte und sich zum 25-Jährigen überlegt hat, dass er gerne eine Brücke schlagen will zwischen dem ersten Veranstaltungsort Osterode und dem jetzigen Ballenstedt. Und diese Brücke war 120 Kilometer lang, Harzer Hexenstieg und der Teufelsmauerstieg. Damals waren es 5 Etappen, jetzt machen wir 4 Etappen. Also wir haben festgestellt, wenn man den gleichen Musikgeschmack hat und wandern mag, dann funktioniert das gut miteinander. Was sind so die erste Geschichte, die durch so im Kopf kommt? So, was ihr sagt, ey, das müsste man mal erzählen. Also das Beste ist immer der Einmarsch über die Gegensteine hier aufs Festivalgelände, aber auch unterwegs sind uns ganz tolle Leute begegnet, die uns Bäckereien, die uns Kuchen anbieten oder Getränke auf dem Durchmarsch und Motivationsnachrichten. Und wenn jetzt die Leute, nach dem, was sie gehört haben, so richtig Bock haben, bei euch mitzuwandern, was müssen die machen? Können Sie eine E-Mail an den Veranstalter des Rockharz schicken, da gibt es Kontaktdaten, dann wird das weitergeleitet und ja, dann können wir die Fragen beantworten, die eventuell aufkommen. Sehr schön. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein geiles Festival und see you at the Devil's Wall.
Hi, ich stehe hier mit. Henrike. Erstmal Rockharts Runners lese ich da. Was ist das? Was seid ihr? Was macht ihr hier? Wir laufen 5 Kilometer einmal hier um Platz, morgens um 10. Wir treffen uns hier am Infield und ja, laufen halt einmal in eine Runde. Eigentlich ganz einfaches Konzept. So langsam wie man möchte, so schnell wie man kann. Wie kam es dazu? Ich bin tatsächlich einige Jahre alleine auf dem Rockharts gewesen. Aber 5 Tage Festival und du gehst regelmäßig laufen, das ist schon echt, dann ist das Training im Arsch hinterher. Ne? Ich habe dann letztes Jahr auf einer Facebook-Gruppe einen Aufruf gemacht, hier, ich will nicht mehr alleine peinlich sein, da möchte nicht jemand mitkommen. Ja, und der Rest ist Geschichte. Ja, und Samstagnachmittag, 15 Uhr, treffen wir uns auf dem Infield, saufen einen zusammen und dann mega. Wie viel seid ihr mittlerweile? Wir sind, also angemeldet dieses Jahr waren um die 100. Und es ist echt vor allen Dingen ist es ja ein Metal-Festival, ne? Es ist ja kein Laufevent. Willst du den Leuten da noch was sagen? Ja, erst laufen, dann saufen und nächstes Jahr auch mit euch. Super Motto, danke dir. Ja, super, danke. Und los! Ja, ich möchte mich erstmal bedanken, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, hier einen Stand zu machen. Das ist ja das erste Mal für uns, dass wir auf diesem tollen Festival sind. Und was wir machen ist, dass wir den Nationalpark, der ja in die Richtung gar nicht so weit weg ist, hier den Festivalbesuchern vorstellen, die an uns interessiert sind und zeigen, dass es sowas gibt wie Nationalparke und welche Aufgaben die haben. Weitere wichtige Punkt ist tatsächlich der touristische Aspekt insofern, dass wir als Tourismusgebiet eine enorme Infrastruktur vorhalten. Wir haben über 800 Kilometer Wegesystem, die wir bereithalten für Wanderer und Radfahrer. Wir haben 150 Kilometer Loipen, die wir im Winter schieben, über 2000 Schilder, 800 Schilderbäume, um mal ein paar Zahlen zu nennen. Und das Zweite ist natürlich, und das sage ich auch mal ganz selbstbewusst als Nationalpark, wir freuen uns natürlich auch, dass der Veranstalter auf die Chance zurückgreift, sozusagen das Thema Nachhaltigkeit, Biodiversität, Naturschutz hier auf dem Festival präsent sein zu lassen. Ich werde sicher noch mal eine Stunde vor die Bühne gehen, wenn ich darf. Hi, ich bin Felix Högel. Ich arbeite beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband
Und das Rockharz hat uns eingeladen, hier mal herzukommen und uns die neuen Barrierefreiheitssachen anzugucken, die hier umgesetzt wurden. Und deshalb sind wir hier heute. Wir sind ja hier auf der inklusiven Campsite. Wir haben die verlegte Rollifahrerautobahn auf dem Fußboden, die genauso gut als Leitsystem für blinde, sehbehinderte Menschen funktioniert. Es wurde eine App entwickelt, die Point-of-Interest-Navigation Turn-by-Turn möglich macht. Man kann, wenn man losläuft und man hat einen Stand, dann hat der Björn hier einen GPS-Marker gesetzt. Er hat gesagt, hier ist der Stand X. Und ich kann jetzt auf diese App gucken und sage, wenn ich jetzt zu diesem Essenstand möchte, sagt die App mir, geh mal bitte 120 Meter geradeaus und dann links. Es gibt noch ein paar Stolpersteine, aber die grundlegende Idee ist super und funktioniert. Und wir freuen uns, wenn das mehr wird nächstes Jahr. Was gefällt dir da so am Rockharz? Ich sag mal, man fühlt sich hier als behinderter Mensch sehr willkommen. So, es werden ganz viele Kleinigkeiten gemacht. Und das ist was ganz Besonderes und deshalb kommen wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Nee, Moment, du musst eine Frage stellen. Okay. Ich habe hier nur schöne Dinge erlebt. Nein, eigentlich war alles schön. Also es hat bis jetzt alles gut gepasst. Die Leute waren super nett. Der Alkohol hat den vernünftigen Preis. Die Bands waren schön. Kein Kirschwein verschüttet. Das war meine Leistung des Tages. Ich komme ganz gerne hier. Einfach alles andere vergessen. Das ist das Wichtigste. Frei sein. Du warst 17 Jahre lang nicht auf Festival. Ja. Warum bist du wieder da? Weil meine Kinder groß genug sind, ohne mich auszukommen. Nee, ich habe ein Highlight. Gestern sagt es mir einer, pass auf. Gestern sagt es mir, ey, du siehst aus wie Stefan von den bösen Onkels. Wie heißt du denn? Sag ich, Stefan. Fand ich gut. Gestern D'Artagnan war geil. Das hat richtig Spaß gemacht. So, ich bin das erste Mal hier. Was soll ich dir da erzählen jetzt gerade? Ne? Geile Bands, geile Bands. Genau. Ich habe eine geile Rockharz. Ja, hau raus, will ich hören. Guter Lachs. Oh, das ist eine geile. Guter Lachs war einfach ein fett guter Lachs. Wir suchen jetzt ja Leute, die so unnütze Sachen können. Und ich kann mit einer Hand klatschen. Zum Beispiel so. Ja, gleich, oder? Mach mal. Echt krass. Wo ist das unnütz? Das hört man jetzt nicht so live, weil es relativ leise und windig ist. Ja, ich freue mich hier zu sein. Warum bist du denn da? Ja, let's rock, ne? Ich finde es auch echt geil bisher. Also ist nicht zu groß, ist noch schön überschaubar. Das Line-Up ist natürlich auch ein guter Mix. Was ist dein Eindruck bis jetzt? Also tatsächlich sehr gut. Es ist eine sehr familiäre Stimmung, sage ich einfach mal. Man trifft hier hauptsächlich nette Leute. Wir sitzen so lange hier, bis wir in den Plan eingezeichnet werden. Aus der Schweiz. Siehst du, da haben wir schon mal ein Thema. Das ist ja eine ganz schön weite Anfahrt. Warum kommst du denn hierher? Es passt einfach. Irgendwie einmal da gewesen und gerne wieder. Ja, bei uns gibt es das nicht irgendwie so, wie es da ist. Bist du erstmal auf Rockharz? Nein, ich Alter. bin schon ein bisschen dabei. Geil. Warum kommst du immer wieder? Weil es geil ist. Es macht Spaß, die Leute sind cool, mein Hase kommt gut an und man kann einfach abfeiern. Also ganz ehrlich, ich freue mich am meisten auf Judas Priest. Also mein Vater hat mich quasi mit Metal aufgezogen, so, ne? Und Judas Priest, einer seiner Allzeitfavoriten. Er kann es leider nicht schaffen wegen gesundheitlichen Gründen, aber deswegen, ich bin dieses Jahr hier, um ihm Fotos zu machen.